Beitrag zeigen wir, wie man die Autorenunterstützung in Schema SC4 einsetzt. Sie hilft dabei, konsistenter zu schreiben und verbotene Terminologie zu vermeiden. Um die Autorenunterstützung in Schema SC4 nutzen zu können, müssen wir sie zunächst aktivieren. Dafür rufen wir das Menü Extras auf und klicken auf Autorenunterstützung und dann OK. Wenn die Autorenunterstützung aktiviert ist, ist der Eintrag im Menü mit einem Haken gekennzeichnet. Dass die Autorenunterstützung aktiviert ist, bemerkt man erst, wenn ein Editor geöffnet wird. Wir öffnen jetzt einen Knoten im Editor Xmetal. Gleichzeitig mit dem Editor öffnen sich bei aktivierter Autorenunterstützung die Fenster Terminologie und ähnliche Sätze. Die Fenster können an verschiedenen Positionen auf der Bildschirmoberfläche platziert werden. Hierzu den Pfeil an der rechten Fensterecke anklicken und die gewünschte Position für das Fenster auswählen. Wenn wir jetzt Text eingeben und dabei eine verbotene Benennung verwenden, so wird diese im Fenster Terminologie angezeigt. Die Funktion Terminologie greift dabei auf die selbst angelegten Lexika zurück. Als Beispiel verwenden wir die Benennung Pümpel, die wir in einem Lexikoneintrag als verbotene Benennung gekennzeichnet haben. Die verbotene Benennung können wir markieren und per Doppelklick auf die in grün angezeigte Vorzugsbenennung austauschen. Die Suche nach ähnlichen Sätzen prüft die Inhalte in der gesamten Datenbank. Wenn der eingegebene Text mit bereits vorhandenen Sätzen zu einem bestimmten Prozentsatz übereinstimmt, dann werden diese Sätze im Fenster ähnliche Sätze angezeigt. Die gezeigten Sätze oder Fragmente können mit einem Doppelklick übernommen werden. Um das Original der Fundstelle in Schema SC4 zu sehen, wählt man im Kontextmenü Fundstelle in SC4 anzeigen.